Du bist Ringmaster, hast keine Lust zu Face-Tanken und auch nicht andere Spieler zu supporten, dann ist Hit-and-Run Ringmaster vielleicht genau das, wonach du suchst. Wie immer ein kurzes Vorwort. Wir gehen in diesem Hit-and-Run Ringmaster Guide wie immer davon aus, ihr habt keine oder nur begrenzt Power-Ups zur Verfügung, keine hohen Upgrades, also wir gehen eher vom Minimum aus, und ihr habt auch keinen High-Level Ringmaster zusätzlich zu dem Main Ringmaster, der euch hinterherläuft und euch supportet. Außerdem solltet ihr für diesen Guide bereits Level 60 erreicht haben. Falls ihr noch Hilfe mit Assist braucht, verlinke ich die entsprechenden Guides in der Videobeschreibung. Und damit würde ich sagen, let's go. Als allererstes die Stats. Also als Hit-and-Run Ringmaster solltet ihr definitiv Full Int sein. Großer Vorteil davon, ihr könnt eigentlich auch alle anderen Arten von Ringmaster spielen, denn ihr habt einfach sehr gute Buffs. Also wenn ihr doch mal supporten wollt oder in einem Dungeon-Team unterstützen wollt oder so, könnt ihr das jederzeit tun, weil eure Spielweise, eure Stattung quasi nicht davon abweicht. Dann kommen wir zu den Skills, die ihr benutzt. Damit sind jetzt nicht Buffs gemeint. Die Buffs ja, kommen aber auch gleich noch dazu. Der erste Skill oder einer der Skills, den ihr definitiv verwenden könnt und oder solltet, ist auf jeden Fall Moonbeam. Hierfür bietet es sich auch an, den auf Max zu machen, vor allem weil sich dadurch der Cooldown enorm verringert. Und dann braucht ihr außerdem noch Stonehand bei Assist. Das sorgt einfach dafür, dass euer Merkaba stunt und ihr damit euren Schaden maximieren könnt. Ist also für Hit-and-Run Ringmaster auch ziemlich wichtig. Warum, wird dann im Gameplay vielleicht noch ein bisschen klarer. Und dann ist natürlich Prevention einfach als Safety-Line, also dass man quasi, wenn man mal einen Fehler macht oder so, oder wenn man sich mal übernimmt oder Portbug oder sowas hat, dass man da jederzeit nochmal eine zweite Chance haben kann. Natürlich, wenn es jetzt ein ganz grober, ganz arger Fehler ist, rettet einen das in der Regel dann auch nicht mehr unbedingt, aber es ist auf jeden Fall ziemlich stark. Und bei Ringmaster braucht ihr dann auf jeden Fall zwingend Merkaba, weil das ist euer Main Damage Skill, ist ja auch der einzige Ringmaster AoE Skill, den man verwenden kann mit einem Stick. Und entsprechend ist es der Skill, den ihr braucht, um die Monster dann schlussendlich zu töten. Ja, aber dann bleiben wir natürlich gleich bei den Buffs. Also die Buffs, die für euch vor allem wichtig sind, sind wie so oft Mantis Sign, Quickstep und Haste, vor allem bei Hit and Run. Grundsätzlich übrigens immer zweimal Mantis Sign buffen, bevor ihr irgendwas anderes bufft. Einfach aus dem Grund, dass ihr damit eure Buffs alle um 1 oder 2 Stufen erhöhen könnt und damit einen extremen Vorteil dadurch gewinnt. Außerdem ist natürlich Int eurem Main-Attribut, also auch deswegen wichtig. Und ja, dann einfach Mantis Sign für Schaden, Quickstep für Geschwindigkeit, dass ihr schneller pullen könnt und schneller vor den Monstern davonlaufen könnt. Und Haste grundsätzlich einfach zum Casten. Wichtig, dass die Skills jetzt schneller ausgeführt werden und ihr dadurch nicht so viel Zeit stillstehend oder auf die Animationen wartend verbringt. Alle anderen Skills sind theoretisch, oder alle anderen Buffs besser gesagt, sind theoretisch nicht unbedingt notwendig. Natürlich helfen sie, Patience, Heap Up und Cast Reflex vor allem für, wie gesagt, wenn man dann doch mal gehittet wird, dass man dann möglichst viel aushält. Aber grundsätzlich, vor allem am Anfang, kann man die eher vernachlässigen. Und hier ist natürlich das gleiche bei Ringmaster mit Protect und SF. Also SF erhöht natürlich euren Schaden, das ist dann schon ein bisschen wichtiger, kann man auf jeden Fall sagen. Protect nicht so wichtig und GT wäre dann auch extrem wichtig. Der Skill erhöht nämlich auch eure Magiebeschleunigung und eure Angriffskraft. Also das ist so dieser Nonplusultra-Skill, sowieso der beste Buff, besser gesagt, in Flyve. Und von dem her ist der auf jeden Fall extrem wichtig. Aber SF natürlich auch nicht vernachlässigen. Und ansonsten, ja, braucht jetzt von den anderen Ringmaster-Skills eigentlich nichts unbedingt. Also ich meine, Holy Guard könnte man theoretisch buffen, macht aber jetzt nicht wirklich so viel Sinn. Einfach aufgrund dessen, dass ihr ja sowieso immer davonlauft und euch eigentlich nicht hitten lasst. Holy Cross bringt euch nicht wirklich was. Heal Rain, wenn ihr euch mal healt, definitiv nicht schlecht, aber ihr werdet euch grundsätzlich nicht so viel heilen. Und genau, ansonsten braucht ihr eigentlich nichts. Dann zum Cloak. Ganz einfach, ihr wollt wie gesagt Full Int sein, Full Damage sein. Und entsprechend nehmt ihr natürlich den Cloak of Wisdom mit 8 Int. Alle anderen Cloaks braucht ihr nicht beachten. Zum Pet ist es ganz einfach, dass ihr einen Fuchs haben wollt. Der erhöht einerseits natürlich euer Buff-Level, dadurch, dass er Int gibt. Und Int erhöht er die Buff-Stufen. Und außerdem erhöht er natürlich auch euren Schaden. Also ist das Nonplusultra-Pet. Wenn ihr eins haben sollt, Nachteil vom Fuchs ist, er ist natürlich relativ teuer. Und ja, es macht jetzt auch nicht so einen gigantischen Unterschied, weil selbst halbwegs gute Füchse geben, ich sag mal, so ein mittelmäßiger Fuchs gibt in der Regel so 20 bis 30 Int, was jetzt wirklich nicht extrem viel ist. Aber es ist zumindest eine Buff-Stufe in der Regel und ein bisschen Damage, also kann man sich auf jeden Fall schon gönnen, wenn man das nötige Kleingeld hat. Schmuck ist ziemlich simpel. Ihr wollt Full Damage, das heißt, wir nehmen zweimal Intiret plus 1, zweimal Mightier plus 1 auf Level 60 und eine MP-Necklace, die euren MP-Verbrauch verringert und MP-Wiederherstellung für jedes getötete Monster gibt. Außerdem wollt ihr natürlich als Ohrringe Mightiers. Ich habe jetzt in dem Fall tatsächlich Penserus, aber ihr wollt natürlich Mightiers plus 1 haben, wie gesagt, für mehr Damage.
Und besser geht immer. Also wenn ihr bessere Demois habt als Mightiers, dann nehmt die besseren Demois, wenn ihr euch die leisten könnt oder ihr sowieso schon habt. Und bei den Intirets/Interlis ist natürlich das gleiche. Wenn ihr bessere Interlis habt als Intiret +1, dann nehmt ihr natürlich die. Und hierbei geht grundsätzlich, ich persönlich würde immer die Ringe upgraden, da dadurch einerseits euer Schaden steigt und aber auch eure Buffhöhe, also durch eure gesamte Int, werden eure Buffs immer besser. Die besten Buffs hat man übrigens bei 500 Int. Und, oder sagen wir so, alle Buffs auf der höchsten Stufe hat man auf 500 Int. Und das erreicht ihr halt leichter, logischerweise, wenn ihr Int zusätzlich aus eurem Schmuck bezieht. Wenn ihr eure Ohrringe upgradet, die Zusatzschaden geben, dann erhöht ihr zwar euren Schaden, aber erstens nur relativ geringfügig und zweitens bekommt ihr diese Int nicht dazu. Und das heißt, ich finde in der Gesamtbetrachtung ist Int hier einfach der deutlich bessere Wert als Zusatzschaden. Dann sind wir auch schon bei der Waffe angekommen und in den Waffen-Upgrades. Hier ist es grundsätzlich so, ihr braucht kein Element auf der Waffe haben. Es macht absolut keinen Unterschied bei Ringmaster, ob ihr ein Element auf der Waffe habt oder nicht. Das wäre, wenn dann, rein optisch. Ansonsten natürlich ein Int-Bonus mit einer Scroll of Intelligence, also mit einer Stat-Scroll, könnt ihr natürlich gerne drauf machen. Je besser, desto besser. Aber +2, sage ich mal, reicht auf jeden Fall. Also bräuchtet ihr nicht in Umkosten stürzen für einen Int mehr. Und ansonsten das Upgrade von der Waffe, also quasi AG-Stick +10 in meinem Fall, lohnt sich das, also auch nur geringfügig. Ihr könnt eure Waffe auf jeden Fall mindestens +6 machen mit Low S-Product, also Scroll of Low S-Product. Damit könnt ihr euren Schaden ein bisschen erhöhen. Allerdings macht es auch hier bei Ringmaster keinen gewaltigen Unterschied, ob ihr eine Waffe +6, 7, 8, 9, 10 habt. Also es erhöht natürlich euren Schaden, aber nicht im gleichen Ausmaß, wie es jetzt zum Beispiel bei einem Blade der Fall wäre. Das heißt, ihr solltet euch nicht zu sehr darauf fokussieren, eine Waffe +10 zu haben. Wichtiger wäre guter Skill-Damage, gutes Sockel und so. Sockel, Stichwort. Hier wollen wir ausnahmsweise, also wir können natürlich wie immer wählen zwischen Fähigkeitsschaden und Int grundsätzlich. Also wir wollen ja wie gesagt viel Schaden machen. Aber auch hier geht halt wieder, naja, Int erhöht halt auch unser höchstes Buff-Level oder unsere Buff-Stufe, wie auch immer man es betrachten möchte. Und das bedeutet halt einfach, Int ist hier auch wieder grundsätzlich der bessere Wert. Also einerseits macht Int tatsächlich bei den meisten oder eigentlich bei allen Magiern einen höheren DPS als Fähigkeitsschaden. Der Nachteil ist halt, es ist teurer, aber in dem Fall erhöhen sich halt auch wieder unsere Buffs dadurch. Und deswegen wollen wir hier eigentlich schon Int haben. Also bei Ringmaster Socken ab AG-Stick würde ich persönlich auch erst richtig anfangen zu socken. Da lohnt es sich dann eigentlich schon, sich in Anführungszeichen in Umkosten zu stürzen und sich die teureren Water-Karten, die Int-Karten zu kaufen. Einfach aus dem Grund, weil man halt wieder doppelt profitiert. Man bekommt Schaden und bessere Buffs. Und deswegen lohnt sich das halt irgendwie schon. Und beim Skill Damage, ich habe jetzt lustigerweise gar kein Skill Damage drauf. Das sehe ich auch zum ersten Mal gefühlt, dass nicht mal Skill Damage auf der Waffe drauf ist. Aber es liegt daran, dass ich noch einen Bloody Stick habe. Der hat dann mehr Kaba-Schaden drauf tatsächlich. Und ja, hier wollen wir grundsätzlich natürlich mehr Kaba-Schaden. Einzige andere halbwegs akzeptable Option wäre noch Moonbeam. Macht aber eigentlich nicht so viel Sinn, weil Moonbeam ist ja Single-Target und mehr Kaba ist der einzige AOE-Skill, wie vorhin schon erwähnt. Und das bedeutet einfach, wir wollen auf jeden Fall mehr Kaba-Damage. Möglichst auch ab im 20%-Bereich, also so ab 20%. Einfach aufgrund dessen, dass ein Stick nur 3 verschiedene Werte haben kann. Moonbeam, Heilung und mehr Kaba. Und das bedeutet, es ist unfassbar einfach, mehr Kaba zu bekommen. Und klar, in der Höhe kann man natürlich ein bisschen drüber streiten. Aber wenn es möglich ist, über 20% mehr Kaba, aber grundsätzlich einfach mehr Kaba-Damage, wäre auf jeden Fall schon mal erstrebenswert. Dann die Set-Upgrades. Im Low-Level reicht es wie immer, wenn ihr euer Set einfach +5, +6 macht. Das ist nicht so wichtig, vor allem bei Hit-and-Run-Klassen ist das ja grundsätzlich nicht ganz so tragisch wie bei den anderen Klassen. Und ja, 2, 3 Sockel mit Angriffskraft, nicht wie in meinem Fall hier AP-Rate. Mein RM ist lediglich Supporter. Könnt natürlich auch Hit-and-Run spielen mit dem Equipment, aber ja, wäre nicht so optimal. Grundsätzlich, wie gesagt, auf jeden Fall wollt ihr ATK haben. Und im Low-Level 2, 3 Sockel reichen. Theoretisch braucht ihr gar keinen Sockel unbedingt haben. Also wenn ihr es euch nicht leisten könnt oder kein Set findet, dann ist es auch nicht schlimm. By the way, übrigens immer lieber kaufen als upgraden, ist immer günstiger. Also +5, +6 machen kann man easy selber machen. Aber grundsätzlich, wenn ihr euch Equipment besorgen wollt, vor allem besseres Equipment, dann immer kaufen. Und ja, ab 105 wäre natürlich schon gut, wenn man dann irgendwann mal auf die 16% ATK vielleicht switchen kann. Und ja, Set +8 schadet natürlich auch nicht, aber ihr braucht es definitiv nicht zwingend. Dann kommen wir auch schon zu den Sets. Ich habe jetzt schon mal vorsichtshalber das Rashadyne-Yuandyne Set geöffnet.
Das ist aber eigentlich für uns uninteressant, weil wir sind ja Hit and Run. Das heißt, wir wollen nicht tanken und das ist halt die Tank-Variante. Also wir wollen eigentlich so wenig Schaden wie möglich bekommen oder uns so wenig hitten lassen wie möglich. Entsprechend sollten wir nicht so viel Schaden bekommen und entsprechend brauchen wir auch kein Tank-Set. Wir wollen eher, also die Werte, die für uns relevant sind Int, Fähigkeitsschaden und Cast-Time. Und eigentlich auch ungefähr in der Reihenfolge. Natürlich muss man immer die Höhe des Wertes jeweils bedenken, aber Cast-Time ist für uns deswegen nicht ganz so wichtig wie Int oder Skill-Damage. Einfach aufgrund dessen, dass solange wir die 200% Cast-Time nicht erreichen, jetzt wie gesagt 5 oder 10% Cast-Time nicht ganz so gewaltig ins Gewicht fallen. Und 200% Cast-Time ist ultra schwierig, das erreicht man normalerweise erst im sehr hohen Level-Bereich von Ringmaster. Und selbst wenn wir 200% Cast-Time hätten, würde es uns als Hit and Run RM auch nicht so viel bringen, weil wir sowieso nicht ununterbrochen casten können. Also wir können zum Beispiel nicht Merkaba spammen, sprich es spielt keine Rolle, wie viel Cast-Time wir da haben, oder nur eine untergeordnete Rolle. Und deswegen ist für uns wirklich entscheidend Sachen, die uns direkt Damage geben. Und damit fangen wir an mit dem Wedge-Set. Das gibt uns zwar nur 7 Int, ist aber einfach so am Anfang das beste Set. Wir haben am Anfang leider kein Damage, das uns wirklich einen Damage-Boost geben kann. Kein Set, das uns einen Damage-Boost geben kann. Wir haben ja aber verringerten MP-Verbrauch, ist nice. Wir haben 20% Cast-Time, ist nice. Und 7 Int ist nice. Also wollen wir auf jeden Fall haben. Das ist so dieses klassische Nonplusultra-Set, wenn man seinen Ringmaster tatsächlich aktiv spielt. Meiner Meinung nach zumindest. Show-Set ist dann sehr uninteressant, weil es weniger Cast-Time hat und weniger Int. Und stattdessen gibt es uns dann HP-Rate, die uns eigentlich gar nichts bringt, wie gesagt. Wir wollen ja gar nichts tanken, also brauchen wir auch keine HP-Rate. Deswegen für uns uninteressant. Pax-Set ist dann das erste Set, was für uns extrem interessant ist. Wir büßen zwar ein bisschen Cast-Time ein, was natürlich grundsätzlich nicht gut ist, aber wie gesagt, wir wollen ja gar nicht so ultra viel Cast-Time, beziehungsweise vor allem unter 200% spielt es jetzt keine so wichtige Rolle. Und wir tauschen sie gegen 10% Skill-Damage. Und 10% Skill-Damage wiederum ist genau das, was wir haben wollen. Bisschen schade beim Pax-Set finde ich, dass gar keine Int drin sind, also nicht mal 5 oder so. Aber gut, 7 Int mehr oder weniger macht es das Kraut auch nicht so fett. 10% Skill-Damage sind auf jeden Fall heftig und wichtig für uns. Und dann wollen wir eigentlich auch gar nicht mehr wechseln von dem Pax-Set. Das Schubon-Set ist so das klassische Supporter-Set für Level 90. Int, Heilung, Cast-Time. Necklus oder Navi dann auch wieder Int, Heilung, Cast-Time. Basically die gleichen Effekte, nur besser. Und für uns ist dann wirklich erst wieder interessant, wenn wir aufs Revenios-Set wechseln können. Hier kriegen wir nämlich nochmal einen fetten Damage-Boost. Grundsätzlich ist das auch so der Punkt, ab 120 übrigens, wo ich persönlich sagen würde, okay, ab hier Hit-and-Run-RM, macht jetzt vielleicht nicht mehr so viel Sinn. Also ab dem Zeitpunkt ist ähnlich wie bei Ranger, kann man definitiv und sollte man vermutlich darüber nachdenken, von Hit-and-Run auf Face-Tank-AM zu wechseln, wenn man es bis dahin noch nicht gemacht hat. Einfach aus dem Grund, dass die Monster immer mehr Schaden machen. Immer mehr Schaden aushalten, das wollte ich eigentlich sagen. Sie machen auch mehr Schaden, logischerweise, aber sie kriegen auch, also sie vertragen viel mehr Schaden. Das bedeutet, selbst wenn wir mehr Damage machen, also jetzt zum Beispiel durch Bloody Stick und Revenios Set, also durch einen Damage Boost, haben die Monster halt ab 120 einen immer höheren HP zu Level-Faktor und entsprechend wird es immer schwieriger für den Hit-and-Run-AM, die Monster auch wirklich rechtzeitig zu töten. Natürlich geht es ist nicht unmöglich, aber ich sage nur, vermutlich tun sich der ein oder andere wahrscheinlich leichter, wenn er ab hier dann doch überlegt, ob er dann nicht zum Face-Tank-Ringmaster wird. Und genau, danach kommt dann auch nur noch ein Set theoretisch, und zwar hier auf Level 150, das war jetzt genau das Falsche, auf Level 150 das Renes-Set, das hat im Endeffekt die gleichen Werte wie das Bloody-Set. Und wir wollen es auch wieder hauptsächlich wegen dem Damage-Boost. Ja, Cast-Time 200% wäre natürlich cool, aber bringt uns als Hit-and-Run-Ringmaster einfach nicht so viel wie purer Damage. Und dieses Set bietet uns genau das. Es gibt uns puren Damage in Form von PvE-Schaden und ansonsten auch definitiv Werte, die uns auf jeden Fall nicht blockieren. Dann kommen wir zu den Sticks. Das können wir eigentlich relativ schnell abfrühstücken. Und zwar gibt es eigentlich 2 Punkte, die hier wirklich wichtig sind. Das eine haben wir schon erwähnt, Skill Damage, also eine Skill-Erweckung auf der Waffe. Das soll oder muss grundsätzlich Merkaba sein. Wenn wir das haben, perfekt. Und das zweite ist halt, die Waffe selbst wäre natürlich noch cool, wenn sie uns auch irgendwie Schaden bringt oder halt hauptsächlich Werte, die wir brauchen. Da haben wir schon mal das erste Problem. Diese ganzen Anfangssticks, diese Rare-Sticks, die geben nicht mal Cast-Time aus irgendeinem Grund. Selbst Guardian-Stick gibt nur 7 Int. Also diese ganzen Anfangssticks sind eigentlich fast gänzlich ungeeignet für den Hit-and-Run-Spielstil. Guardian-Stick wäre tatsächlich der beste, hauptsächlich deswegen, weil er einen hohen ATK-Wert hat, 7 Int gibt
und ab Level 60 ist. Das heißt, er kann Merkaba-Erweckung haben. Alle anderen Sticks davor können auf jeden Fall kein Merkaba haben. Das ist eigentlich deswegen schon mal extrem uninteressant. Und grundsätzlich ist hier der Guardian Stick der erste interessante. Wenn ihr jetzt aber nicht genug Geld für einen habt oder euch denkt, naja, keine Ahnung, ist mir zu teuer oder was auch immer, dann reicht auch ein stinknormaler NPC-Stick. Wichtig, wie gesagt, ist halt, dass da Merkaba drauf ist. Wenn Merkaba drauf ist, gut. Wenn nicht, schlecht. Egal ob Guardian Stick oder nicht. Und das gilt grundsätzlich für jeden Stick natürlich. Allerdings wird es dann später natürlich schon so, dass es Sticks gibt, die man unbedingt haben will. Und da kann man dann natürlich auch mal eine Scroll of Weapon Bonus benutzen. Die bekommt man ja ab und zu gratis von Events und so. Also da sollte man dann schon hier und da vielleicht mal etwas, nicht unbedingt investieren, aber auf jeden Fall seine seelengebundenen Scrolls vielleicht mal opfern, um sich ein bisschen Skill-Damage davon zu holen. Ja, und welche Sticks sind dann wirklich interessant für uns? Der erste ist eigentlich Stick of Ivalice, der gibt uns 10% Skill-Damage, leider 10% Heilung, was jetzt für den Hit-and-Run-Ringmaster natürlich nicht so interessant ist, weil wir uns jetzt nicht so ultra viel heilen, also zwischendurch natürlich schon immer mal wieder, aber nicht so, dass wir jetzt einen 10% Heilungsbonus brauchen. Und ja, gibt uns aber 10% Skill-Damage und kann natürlich Merkaba erweckt haben. Das heißt, ein Stick of Ivalice mit einer Merkaba-Erweckung, das wäre hammergeil. Das wäre so der maximale Damage. Und wie gesagt, Cast-Time haben wir hier halt keine drauf. Das ist natürlich nicht ideal, aber wir brauchen halt nicht so ultra viel Cast-Time. Das heißt, man kann auf jeden Fall damit leben, dass man hier ein bisschen Cast-Time eintauscht gegen Damage. Genau, und die ganzen anderen Sticks sind dann eigentlich wieder relativ uninteressant, weil sie uns entweder nicht mal Cast-Time, wie zum Beispiel der Angel Stick, oder eben nur Cast-Time oder überwiegend Cast-Time geben und uns das halt grundsätzlich unseren Schaden nicht wirklich so krass pusht wie eben Skill-Damage. Der erste Stick, der dann wieder interessant ist und auf den ich auf jeden Fall wechseln würde, ist der Bloody Stick. Er gibt zwar keine 10% Skill-Damage, dafür aber 10% ATK. Das ist definitiv schlechter als Skill-Damage, by the way. Aber er gibt uns zudem 25% Cast-Time, was wie gesagt nicht ganz uninteressant ist. Und er gibt uns noch den Wert Steel HP. Abgesehen davon hat er natürlich auch eine wesentlich höhere Grund-ATK. Also der Damage insgesamt soll jetzt nicht sehr viel geringer ausfallen als mit dem Ivalice Stick. Und gibt uns noch diesen Bonuswert Steel HP. Und das sorgt einfach dafür, dass wenn ihr beim Pullen halt von mehreren Monstern mal gehittet werdet und so, was definitiv passieren wird, müsst ihr euch gegebenenfalls nicht mehr so häufig heilen oder fooden, je nachdem, weil ihr dann permanent mit Merkaba und Moonbeam euch HP von den Monstern zurückklauen könnt. Und das ist halt doch ein großes Quality of Life Upgrade. Und wie gesagt, der Gesamtschaden sollte nicht sehr viel geringer ausfallen, da ihr, wie gesagt, trotzdem 10% ATK habt und einen wesentlich höheren Grund-ATK-Wert. Ja, und dann bleibt eigentlich nur noch ein Stick übrig, und zwar der Stick of Fairness. Gleiches Spiel wie beim Bloody Stick. Einzige, was man hier wieder verliert, ist das mit dem Steel HP. Aber statt Steel HP haben wir Skate Chance Wasserbombe. Und Wasserbombe ist einfach so, dass wenn ihr Merkaba einsetzt, zusätzlich die Chance besteht, also je nachdem, welche Chance auf der Waffe drauf ist, dass ihr zusätzlichen AOE-Schaden macht. Also Wasserbombe ist einfach, so heißt quasi der Skill der Waffe, kann man so ausdrücken. Und wenn der getriggert ist, bekommen alle Monster zusätzlich Schaden, basierend auf euren Hauptattributen, durch diesen Skill und im Endeffekt dann abhängig von eurem Level. Und das ist einfach ziemlich nice, erhöht wieder euren Schaden. Steel HP fällt raus, kann man theoretisch als Ultimate-Waffe wieder zurückbekommen. So ein Random-Wert, den man bei einer Ultimate-Waffe theoretisch kriegen kann, aber braucht ihr auch nicht unbedingt. Ist zwar nice natürlich, aber hier geht es halt wieder um Schaden und Schaden ist unsere Priorität Nummer 1. Und dann kommen wir auch schon zur Gameplay-Demonstration. Was ihr auf jeden Fall beachten müsst, deswegen bin ich jetzt auch wieder bei Low-Level-Monstern, ist, dass mein Ringmaster offensichtlich ja nicht fürs HNRM ausgestattet ist und wir hier auch schon im High-Level-Bereich unterwegs sind. Also ich habe keine Merkaba-Erweckung, mein Stick ist nicht mehr +1. Ich habe keine ATK, ich habe nicht mal Zusatzschaden-Ohrringe, also bei mir fehlt ganz schön viel. Aber nichtsdestotrotz kann ich es euch trotzdem demonstrieren. Was ihr auf jeden Fall machen müsst, also GT nicht vergessen, ab Level 75, sehr wichtig. Stonehand nicht vergessen, sehr wichtig. Und Pref nicht vergessen, nicht extrem wichtig, kann euch aber das Leben retten, also vergesst es besser nicht. Und auch wenn es getriggert wurde, immer mal gucken, ob es noch läuft. Grundsätzlich natürlich einfach voll buffen. Und genau, dann habt ihr 2 Möglichkeiten oder eigentlich 3 Möglichkeiten, wie ihr pullt. Ihr könnt einerseits klassisch pullen, es legt einen Auto-Attack auf 1 oder F1 oder macht Doppelklicks, wie auch immer, und hittet die Monster. Möglichkeit 2, Moonbeam auf Range, hat allerdings einen 3 Sekunden Cooldown, könnt ihr also nicht die ganze Zeit machen. Vorteil von Moonbeam ist ja auch Damage over Time und macht schon mal einen ordentlichen Schaden, zumindest bei einem Monster.
Und so wie hier, es steht eine fette Horde Monster nebeneinander, da könnt ihr natürlich rein Merkabern. Allerdings müsst ihr dann natürlich bedenken, wenn ihr irgendwie in 5 Monster rein Merkabert, sollte euch natürlich bewusst sein, bis ihr loslauft, also nachdem ihr Merkaba gecastet habt, hitten euch die Monster wahrscheinlich alle. Das heißt, für den Hit-and-Run-Ringmaster ist das jetzt nicht unbedingt die beste Pull-Möglichkeit, weil wenn euch die ganzen Monster dann hitten und töten, naja, dann seid ihr halt tot. Ne? Deswegen, ja. Gut, das waren jetzt auch ein bisschen zu viele Monster. Ich wollte es nur mit Merkaba demonstrieren, mit dem Merkaba-Pull. Ja, hat es natürlich nicht so gut funktioniert, weil es viel zu viele Monster waren, weil die echt sehr nah beieinander standen. Also idealerweise würde es natürlich gehen, dass ihr Merkaba in so eine fette Horde Mobs reinsetzt. Aber wie schon gesagt, wird halt zwangsläufig nicht so gut funktionieren. Einfach aus dem Grund nicht, weil ihr halt, wenn ihr jetzt von zu vielen Monstern gehittet werdet, höchstwahrscheinlich sterben werdet. Also ihr solltet immer gucken, dass ihr maximal von 1, 2 Monster vielleicht gehittet werdet, weil sonst, naja, ist halt einfach Feierabend. Genau. Und da ist es aber trotzdem mal, auch wenn die ganzen Monster jetzt weggelaufen sind, weil wie gesagt, es waren einfach viel zu viele, habe ich es trotzdem schon mal probiert, ein bisschen zu demonstrieren, weil es auch GT abgelaufen ist. Und zwar, ja, wollt ihr immer gucken, dass ihr halt euer Merkaba so setzt, dass möglichst viele Monster logischerweise darin stehen, also jetzt nicht nur beim Pullen, sondern halt generell. Und dann wollt ihr halt um das Merkaba so ein bisschen herumtanzen, ja? Weil das Problem bei Merkaba ist halt, ihr habt einen sehr langen Cooldown. Und das heißt, ihr wollt wirklich gucken, wenn jetzt zum Beispiel Monster schon im Merkaba drinstehen und vor allem gestunt sind, dass ihr möglichst die anderen Monster auch da rein pullt. Das ist halt so ein bisschen das, was bei Ringmaster so ein bisschen tricky ist, weil ihr halt wirklich nur diesen einen AOE-Skill habt mit einem relativ langen Cooldown. Und das heißt, ihr könnt jetzt nicht einfach sagen, ach, ich mache jetzt einmal Merkaba und dann laufe ich einfach in eine Richtung und warte, bis der Cooldown wieder verfügbar ist. Da kriegen die Monster die ganze Zeit kaum bis keinen Schaden. Das heißt, ihr müsst wirklich aus diesem einen Merkaba-Feld so viel rausholen, wie nur irgendwie möglich. Das heißt, am besten ihr castet es und probiert halt möglichst viele Monster da reinzuziehen. Und wenn sie gestunt werden, das ist das, was man erzielen will. Weil dann stecken sie quasi in dem AOE-Damage fest, ähnlich wie bei Elementor und Burning Field. Und dann können sie sich halt dem Schaden nicht mehr entziehen. Und so macht ihr halt euren maximalen Damage. Und deswegen ist Stonehand auch so wichtig, weil ohne Stonehand würden die Monster halt hier nicht gestunt werden. Und dann würden sie nicht so viel Schaden bekommen. Und ja, zwischendurch, wie gesagt, kann man immer wieder auf einzelne Monster Moonbeam casten, dass ein paar Monster dann immer mal wieder ein bisschen schneller sterben. Einfach wegen dem HNR-Timer, den man immer bedenken muss. Wenn euch die Monster nicht hitten, habt ihr nur 3 Minuten, also grundsätzlich für ein Monster 3 Minuten Zeit, es zu töten. Hoppla, das war Missklick. Und wenn ihr das nicht schafft, dann laufen die ja weg. Und je mehr Monster ihr pullt, desto weniger Zeit habt ihr. Ich blende euch die Timer gleich nochmal ein, die HNR-Timer. Und ja, das solltet ihr natürlich auch immer bedenken. Deswegen ist es halt wichtig, dass die Monster möglichst auch schnell sterben. Und ja, das ist im Endeffekt der Hit-and-Run Ringmaster. Ich habe das GT leider wieder vergessen, weil ich mit Reden abgelenkt war. Aber mehr müsst ihr gar nicht machen. Also das war jetzt ein gutes Beispiel. Hier waren jetzt sehr viele Monster gestunt. Und dann kann man direkt nochmal ein Merkaba daneben setzen. Also das war jetzt ja, ein gutes Beispiel, wie es manchmal laufen kann. Und ja, im Endeffekt, das macht ihr dann einfach die ganze Zeit. Funktioniert, wie gesagt, bis Level 120 ziemlich gut. Je höher ihr werdet, je höher die Monster werden, desto schlechter funktioniert es, weil der Schadensanstieg von Merkaba und der Damage von Ringmaster grundsätzlich nicht so gut ansteigt. Vor allem, da ihr, wie gesagt, auf der Waffe zum Beispiel kaum Damage habt. Es gibt ja nur diesen Ivalice Stick, Bloody Stick und später dann Hernes Stick, wo man wirklich überhaupt Schaden drauf haben kann für Hit and Run. Und deswegen ist es halt grundsätzlich so, dass das halt, ja, irgendwann hat der Spielstil so ein bisschen ausgedient, irgendwann funktioniert es einfach nicht mehr richtig. Einfach aus dem Grund, dass euch der Schaden fehlt und euer Equipment halt nicht als Ringmaster darauf ausgelegt ist, so ultra viel Schaden zu machen, leider. Deswegen meine Empfehlung, so ab Astria, Bloody Set und Bloody Stick dann eher auf Face Tank zu switchen. Aber wer weiterhin HNR spielen kann, will ich natürlich nicht sagen, dass das nicht geht, aber es ist auf jeden Fall nicht so einfach. Ihr könntet natürlich auch einfach Face tanken. Gut, dann blende ich euch noch kurz die HNR-Timer ein. Und zwar haben wir die hier, wie gesagt, 3 Minuten sind standardmäßig, aber nur unter 4 Monster, also bis 3. Ab 4 bis 7 Monster habt ihr 80 Sekunden, um alle zu töten, bis sie weglaufen. Ab 8 bis 13 habt ihr 50 Sekunden und ab 14 Monstern habt ihr noch 28 Sekunden Zeit, bis das erste Monster wieder wegläuft. Und ja, das ist nicht viel. Und ja, das ist im Endeffekt noch das, was ihr beachten müsst. Im Low-Level wahrscheinlich kein so großes Problem, weil ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht so ultra krasse, fette AOEs machen. Ich würde euch als HNR Ringmaster jetzt auch nicht unbedingt dazu ermutigen, zu viele Monster zu pullen. Aber ja, dafür muss man selber ein Gefühl entwickeln. Das war es auf jeden Fall mit dem Guide. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen für euch und eventuell einen neuen Spielstil entdecken, den ihr noch nicht kanntet. Ich sage auf jeden Fall danke wie immer fürs Zuschauen. Würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im Livestream. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung.
Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.